Hallo Leute, ich bin mal und willkommen zu einer weiteren Folge von Subverse. Ja, ich mach mal Autoplay laufen. Fortune! Good on ya! You saved our asses back there. I owe you one. Nah, don't worry about it. After all, Dibble only found you because I faked a distress signal from that patrol you wiped out. You fucking what? Why the hell would you do that? 3 reasons. First, I knew he hated you enough to fly out here and try to kill you himself. So that forced him into my little trap. Second, Tibble's in possession of something really important that we're going to need. Now that his ship is disabled, you can climb aboard and get it. And third, because the last time we worked together, you tried to run off with my half of the payload. You unbelievable dick! Well, I only did that because I thought I could get away with it. Right, Demi? That is true. He thought you were, and I quote, a barely legal 3 out of 10 code monkey with a 6 out of 10 ass. First off, my ass is at least a 7. Second, Code Monkey is a title reserved for losers, playing with scripts they barely understand. So if that's all you think I am, it's clear you didn't learn your lesson the first time. Oh yeah? What you gonna do about it? Make us watch a chut asshole 69? That's not a bad idea. How about I fly your ship into the nearest sun instead? Coordinates received. Course set for 0.00 with manual override and safety protocol disabled. Die schickt uns in der Sonne. My apologies, Captain. Apparently, she is capable of overriding my systems. Okay, timeout. I'm officially calling a timeout on all killing and or homicidal threats until I know what the hell is going on here. A wise decision. Suicidal navigation orders cancelled. Alright, make it quick. What's the deal, Trouble? We just so happen to have a mutual friend, and they've helped me put together the opportunity of a lifetime for us. Us? As in, you and me, working together again? You're the only ace pilot I know that has a ship with military-grade stealth tech, and isn't shy about breaking the law. Believe me, if there was anyone else as qualified in the entire galaxy. Oh, don't stop there. Why not mention my stellar military record as well? Stellar until they court-martialed your ass? Flippin' heck, that was all just a big misunderstanding. Actually, Captain, fornicating with a superior officer is indeed against Solar Navy regulations, especially if it's with 2 at once. The epitome of professionalism. Now, I'm gonna need you to raid what's left of Tybalt's battleship, and bring back a super important data capsule from his archives. A raid? That's no one bloke job. There's no telling how many pissed off pirates are still alive on that ship. Oh, I'm aware. That's why I've sent one of my operatives, with some backup, to help you out. Now hold up a tick. I never said you could bring a team of mercs aboard the Mary Celeste. Those guys could be a bunch of trigger-happy dingleberry dangling derros for all I know. Well, if you're not willing to work with us, the option of finding out how long it takes for your ship to melt is still on the table. Captain, I am receiving a boarding request from a vessel directly outside our hangar. Fine. Let them board. Permission granted per your request. I will meet them in the docking bay and escort them to the bridge. Relax, Captain. Just do what I say, and everything's going to be fine. Alright. But just so you know, if anyone other than a sexually aggressive, big-tittied MILF goddess walks through that door, I'm going to be very disappointed. Wir reden zu viel, Leute. Aber wir bekommen einen weiteren Charakter. Das ist Dr. Lily. Oder Lily. Aber die ist ein Doktor. So you're the one leading the raiding party? Hey. Let me introduce you to my scientist friend, Dr. Lillian Margulis. Nice to meet you, Captain. I've heard great things. Great things? Nah, I'm just some backwater smuggler. Perhaps.
But a man who's not afraid to break the rules and put something you want exactly where you need it can be quite useful. Oh, fuck me, that is so fucking sexy. Well, Ik moet wel lachen, niet, should I man. call you Doctor, or... How polite. Thank you for asking. Since we'll be working together, I prefer to drop the formalities and just have you call me Lily. Captain, I apologize for the interruption, but I must warn you about something. And I'm not just a doctor. That title's a bit limited. I have a doctorate in genetic engineering with a specialization in laboratory incubation methodology. Captain, if I may, I have absolutely no idea what any of that means. So, what exactly do you do, Lily? I create. And with that being said, how about I introduce you to the rest of our team? There's more of you. Oh, yes, please. oh no. Very well. Boys. Boys! Boys? Nee. Jetzt werdet ihr sehen. Das ist ihre helfende Boys. Manticos. Mantics. What in the history of fuck are those things? They're called manticores. Manticores. Mantics, for short. I'm detecting the DNA of dozens of species within these creatures. That's correct. They're born from a potent combination that allows them to be highly combat effective. Seine and Augen sind survive cool. in any environment. Oh, They look a shit. bit dim-witted to me, and dangerous. No need to worry. Mantics are obedient to anyone that wears one of these neural linking Dominus collars. It allows the user to give them commands, even with minimal mutual training. If you are able to control them, can you please stop that one from urinating on my floor? All right, I get the setup. The lovely Doctor and I raid the ship with these mutated cunts and bring back your booty. What about payment? You'll get paid in full once you retrieve the data capsule. You're telling me I'm just supposed to trust you? You, the one who intentionally threw me into a pirate death trap an hour ago? That's a fair point, Captain. Let me ask you this. Do you think fortune would ever fuck you? Come again? Here Here we we go. go. Do you think she'd ever fuck you? Put your cock in her mouth? Let you stick it anywhere you want? I'd have to go with a hard no on that one. Well, Übrigens, Leute, die ist unsere zweite Pilotin. and if you do this, Das heißt, wir können wählen, ob die eine Pilotin ist im Flugzeug. Und dann hat sie einen zweiten Flugzeug. Und es gibt noch eine, die ich später euch... And what does that have to do with us possibly banging? Mortal danger and adrenaline have a way of getting me turned on to the point that I can barely think of anything other than getting absolutely pounded over and over until I fucking explode. Does that sound like an appealing opportunity to you? For some reason, I am suddenly quite interested in this job. All right, you two, knock it off. The emergency system on Tybalt's battleship is holding together for now, but that thing's gonna blow within the next hour. We need to get over there, grab the data capsule, and get out. Well, Captain, it's time for you to see what the Dominus can do. So, Leute, die ist unsere zweite Pilotin, wie ich gesagt habe. Allerdings werde ich die nur in diesen Kämpfen einsetzen. Also es gibt zwei. Es gibt auf dem Boden und es geht halt in der Luft sozusagen. Ne? We're good to go, Captain. Just in time, too. Guys, what are we doing here? I thought our boss made an epically uptight statement that he didn't want to be associated with porn. Yeah, well, can't exactly release a bunch of premium assets for free and then not expect someone to throw them into a shovelware smut game at some point.
So, wir müssen laufen. I've got a clean shot of that funny-looking one over there. Die ist eine Sniperin. Und zwar, die hat so ein Snipergewehr. Fire away. Aber, Prime, I am killed. aber, die ist nicht nur Sniperin, die ist auch eine Pilotin, wie gesagt. Und es gibt auch bei jedem I swear I did more damage in my last game. von denen, also jedem von denen kann auch Limitschläge machen. Die zum Beispiel hat so ein, Why don't you show that scoundrel how to play nicely? die kann zum Beispiel Doppelschuss machen oder heilen. Also als Limit kann sie auch super Heilung. So, Oh, did you just crush that bad man's spinal column for money? What a sweet boy. die ist so cool. Der zum Beispiel kann über mehrere Felder angreifen. This armor costs Der spuckt halt so. Und die sind Nahkämpfer, die Did you zwei. really expect to break it so easily, you arsmongers? Ja. So. Der zum Beispiel muss laufen, um eine Attacke zu machen. Nice shot. Who's a good monster? Oh, yes you are. Ihr habt gesehen, diese Kugeln unter. Das ist das sogenannte Limitschlag, also also Specialschläge, diese. Die haben auch Schilder, wie zum Beispiel unser hier hat Schilder und wir können auch automatisch Schilder einsetzen. So, das war's. Die hat jetzt Limit. Die wird jetzt Limit haben. Ja. Und lovely. Jetzt sieht ihr ihr erster Limit. Also Time for some delicious revenge. dieser Doppelschlag. Da. Das ist dieser Doppelschuss. Und dreifach. 1, 2. Fertig. Wegtreten. Und das hat jeder von denen. Also, guten Tag. Der hat zum Beispiel jetzt ein Schild. Also wenn wir dem schlagen, der wird Schild weghauen und noch die Hälfte des Lebens. So, der hat jetzt ein Schild weggehauen. So, da muss wir noch ein bisschen hier laufen, dann können wir einspucken. Hey, I didn't even get to eat Zeno pussy! Da sind so 3. I should never have sent marketplace assets to do this job. Oh, weaklings, all of them. Now you will feel the true power of the Dread Fleet. Da sind mehrere Mr. Ship's Wellen. Captain. He looks tougher than the others. How do we take him out? So. Das zum Beispiel ist der Schild. Ich habe sie jetzt unter dem Schild gemacht. So, jetzt sind wir mal dran. So. Da er spuckt und der kann nicht, wenn er in der Nähe ist. Ihr seht, der hat zum Beispiel jetzt nur den Schild weggemacht. Der macht ihn fertig. Oh, that was positively amazing. I've never felt so savagely delighted. Still no sign of the data capsule. We'll keep looking and dealing with any other wankers that get in our way. So, das war die erste Runde. Es werden jetzt mehrere Runden sein. Am Ende bekommen wir noch Punkte, wie zum Beispiel Bio, Tech und Credits.
Das alles brauchen wir für unseren Schiffverbesserung. Rang Gold. Also keiner ist gestorben, deswegen Rang Gold. So, jetzt noch eine Runde. Oh, das war jetzt nicht gut. Ready? Ready. Also. Dann töten wir als erstes. Ich. Fire away. Wegtreten. So. Der kann zum Beispiel einmal schlagen. Die haben keine Schilder, deswegen gehen sie auch ziemlich schnell drauf. Und kann wieder weggehen. Also. Dann können wir noch Schild aktivieren. Der wird noch überleben. So, jetzt kommen etwas größere Gegner. Die kann normalerweise heilen. Hier, das hat sie jetzt gemacht. Mark the target. Mark the target. Wir sind auch noch vergiftet. So. Gehen wieder zurück, um den Schild dann aktivieren. So. Lieber der, weil der hat dann kein Schilder. Oh, der hat jetzt Superschlag. Das ist ziemlich cool. Taking the shot. Ja, wir können mit dem jetzt angreifen. Don't mess with my babies. So. Okay. Und der hat jetzt seinen Superschlag, also seinen Limitschlag. Er spuckt einfach nach oben und jawohl, letzte Welle. Yes. Jetzt muss ich nachdenken, Leute. So, der wird umgebracht. Der passt. Taking the Okay, shot. sehr gut. Erledigen wir einfach. Minus. Schild aktivieren. Das ist derjenige, der spuckt, der am besten irgendwo weit weg und den töten. Good boy. Wir müssen dem auf jeden Fall jetzt seinen Superschlag. Der schlägt einfach so. Oh nein, wir haben einen verloren. Mark the Leider. target. Aber eine ist nicht schlimm, Leute. Nur das Problem ist, der ist ein Spucker gewesen. Also das heißt... Wartet mal. Wartet. Erstmal laufen. Das ist jetzt seiner gewesen. Also, Oh, this is like a dream come true. einem leider haben wir verloren. Ist aber nicht schlimm. Bei einem kann man lassen. Glaube ich, wenn wir gut genug waren, kriegen wir trotzdem Gold. Ansonsten kriegen wir Silber. Silber ran. Ja, bei einem verloren, wenn wir gut waren, kriegen wir trotzdem Gold. Jetzt machen wir den letzten Kampf, Leute, gegen den Boss.
dann machen wir für heute Schluss. Also da muss ich sowieso schneiden. The capsule Weil should be da- right here. Dann kommt eine Szene, wo ich nicht lachen kann, Leute. You dare raid the flagship of the Dread Fleet? Ja, das ist derjenige, den wir schon kennen. Lifetime. Tybalt? Also, jetzt ist die Frage, Leute. Wir müssen nur den umbringen, dann sind alle tot. Aber wenn wir die nicht umbringen, werden sie immer mehr und töten uns alle. Deswegen muss ich so aufteilen, dass 2 auf dem gehen und 2 die den Rest töten. Oh yes, I live. And after I dismember you and your friends, I'll board my escape pod and watch you burn to ashes. What do you think about that? Ja. Ich kann nur sagen, du kannst mich mal. I'm here. So. So, die macht den macht sie One-Shotten. Ich glaube, One-Shotten wäre nicht schlecht. One. Minus. Dann. So. Jetzt komm mal zurück. So, jetzt kommt derjenige, der hat gerade Mine gelegt, Leute. Hier ist jetzt vermint. Jetzt ist hier vermint. Ich mach mal hier. Wir können an dem Schaden machen oder dem mal fast töten. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, 2 töten die, 2 töten die und 2 töten dem. Hier kann ich nichts machen. Also ihr seht, ich kann nichts angreifen, deswegen unter Schild. Kommen noch 2. Ach, einmal, genau. So. Wir können dann nicht schießen, das heißt erstmal nach hinten laufen. Dann können wir ziemlich gut Schaden machen. Fire away. Der restlichen werden diesen töten. So, du kannst nach hinten. Schilder. Da war jetzt Explosion, deswegen hat er jetzt Schaden bekommen. Das ist nervig. Kann aber sein, dass er eigenen trifft, Leute. Das ist ziemlich cool. Also töten wir mal den, damit er nicht stört. Und mit dem greifen wir jetzt an. Der bekommt zwar nicht viel Schaden, also was heißt nicht viel. Da hat jetzt die Schilder runtergehauen. Jetzt muss ich hier weg, weil hier jetzt vermint ist. I'm here. So, da ist jetzt vermint, da ich nicht weiß, so, wir müssen jetzt, dem können wir leider nicht, ne? Also können wir dem töten. Oder dem ein bisschen Schaden machen. Machen wir auch. Jawohl. Jawohl, der muss jetzt, okay, der hat jetzt Limit. Jawohl. So, jetzt muss ich mit dem hier weggehen. Ja, den können wir töten. Oder den. Dem. Und mit dem können wir Schaden einrichten. Ich glaube, mit dem nächsten Schuss können wir schon die Mission erledigen. Aber oh, wenn der jetzt den trifft, ist er tot.
Aber der hat einen getroffen, das ist gut. Jetzt gehe ich mal weg und beende das Ganze. Ja, ihr seht, wir haben die Kapsel. So Leute, jedes Mal, wenn wir solche Mädchen machen, bekommen wir Roger Gegenstände. that. Now just give me a minute to teabag this little shit and we can be on our way. You may have defeated me now, but we shall see who suffers the final cuckening, Captain. Tibble has activated the ship's self-destruct sequence. I highly suggest immediate evacuation. I don't wish to pull rank, but perhaps you can save your ball-dragging antics for a later date, so that we don't all risk perishing in a massive explosion. But he's gonna get away! Did you forget our little arrangement, Captain? You've got something much more satisfying waiting for you back on the Mary Celeste. Now that I'm about as turned on as I've ever been in my entire life. Leute, ich How about we go back to the ship and we ich werde celebrate this new mich langsam von euch verabschieden. Wie gesagt, vielleicht etwas noch reinbringen, aber das, was danach kommt, muss ich schneiden. Also verabschiede ich mich jetzt schon. You really do know how to persuade me, don't you? Everyone, shuttle, now! So, ich werde mich langsam von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Well done, Captain. Da ist die Gegenstände, die wir bekommen. Ja, wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Also Like, Kommentare wäre nett. Wir sind Magnificent. eine hier gelevelt, Gold. So, jetzt glaube ich, die reden ein bisschen und dann muss ich wohl schneiden. Also, bis dahin. You remember when I said you could put it anywhere, Captain? I wasn't lying. Bugger me senseless! That is the idea. So tell me, should I make a silly examination joke at this point? Or just stuff my panties into your mouth and fuck you? Just the sex, please. Very well. Say So Leute, ab hier schneide ich. So, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Do we need to have, you know, the talk? Tschüss. The talk? If this is about rank, there's no need. I understand that this is your ship and you're the one in charge. That's... yeah, I was talking more about us and this. You see, Demi and I are pretty close, if you know what I mean. And? And I'm just saying that the whole sexual dynamic aboard this ship is quite ambiguous at the moment, and I don't really see that changing anytime soon, so... Oh, Captain, how adorable of you. It doesn't matter if you shag other people, and I'm not going to stop shagging you if you do. In fact, it only turns me on more. So, allow me to introduce you to something absolutely splendid. So Leute, tschüss.